Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich begrüße euch zu unserer Videoserie Sensor ist nicht gleich Sensor. Wir besprechen heute, welches Potenzial im Baumer Produktportfolio in Sachen Zeitersparnis zu finden ist. Ein kleines Teil wie ein Sensor kann im Produktionsprozess nämlich ganz viel ausmachen. Dafür begrüße ich heute unseren Kollegen und langjährigen Mitarbeiter Markus Imbach bei uns. Markus, wo kommen nun Lichttaster und Lichtschranken zum Einsatz? Lichtschranken, Lichttaster kommen typischerweise in der Fabrikautomation zum Einsatz. Die Lichtschranken, Lichttaster sind wahre Allrounder, wenn es darum geht, Objekte zu detektieren, positionieren oder Folgeprozesse zu triggern. Und wenn du jetzt an deinen Arbeitsalltag denkst, mit welchen Personen oder Rollen auf Kundenseite hast du in der Regel zu tun? Typischerweise habe ich mit Entwicklungsleitern, Abteilungsleitern, Produktionsleitern, Konstrukteuren oder auch dem Monteur zu tun. Und wenn wir uns jetzt einen davon herausgreifen, zum Beispiel den Konstrukteur, was sind so dessen Herausforderungen? Ja, der Konstrukteur hat die Herausforderung, dass die 3D-CAD-Formate typischerweise nicht über einen integrierten Strahlverlauf verfügen. Den muss er sich mühsam von der Webseite suchen, nachkonstruieren. Das ist entsprechend einfach zeitaufwendig und fehleranfällig. Das klingt jetzt doch sehr komplex. Kannst du mir das noch im Detail erklären? Ja, ich kann dir das an einem Beispiel, an einer kleinen Animation zeigen, wie das konkret funktioniert. Hier haben wir diesen roten Strahlverlauf. Das ist der Bereich, in dem man keine Objekte detektieren kann, der sogenannte Blindbereich. Dann haben wir den dunkelblauen Strahlverlauf, das ist der Erfassungsbereich. In diesem Bereich kannst du die Objekte zuverlässig detektieren. Und dann haben wir diesen leicht hellblauen Bereich. In diesem Bereich wird das Licht reflektiert. Diesen muss der Konstrukteur entsprechend aussparen. Das bietet dem Konstrukteur den Mehrwert, dass er genau diese Strahlverläufe nicht nachkonstruieren muss. Du musst dir vorstellen, wenn du unterschiedliche Sensoren hast, unterschiedliche Funktionsprinzipien mit verschiedenen Strahlgeometrien, dann kann das beliebig aufwendig werden und wie gesagt eben auch sehr fehleranfällig. Gut, und das ist jetzt also der Bereich Konstruktion. Wenn wir jetzt noch in den Bereich Montage schauen, welche Vorteile gibt es da? Dazu schauen wir uns auch gleich noch ein kleines Video an. Hier haben wir das Beispiel einer Förderstrecke. Der Sensor wird hier hellblau dargestellt, wie konstruiert, so verbaut. Das heißt, der Monteur hat Zeitersparnis von der Konstruktion bis hin zur Montage. Das heißt, er muss den Sensor nicht ausrichten, nicht justieren, er kann den Sensor einfach hinschrauben. Wie geplant, so verbaut. Vielleicht konkret in ein Beispiel verpackt. Kannst du mir Pi mal Daumen in Zahlen nennen, um welche Zeitersparnis es sich dabei handelt? Ja, nehmen wir ein konkretes Beispiel an der Förderstrecke. Intralogistiker verbaut 10.000 Sensoren pro Jahr. Wenn man 5 Minuten Zeiteinsparnis einrechnet, dann sind das 50.000 Minuten pro Jahr. Das entspricht ungefähr 800 Stunden. Und das sind letztendlich ca. 35 Tage pro Jahr, die man dadurch einsparen kann. Vielen Dank, Markus. Also wirklich beeindruckend. Und wenn wir jetzt das nochmal im Produktionsprozess reflektieren, wer profitiert denn gesamthaft davon? Das ist zum einen mal der Konstrukteur, ganz klar. Vereinfachung der Integration dieser 3D-CAD-Daten, Zeitersparnis. Es geht auch einfacher von der Hand. Als zweiten Profiteur von dieser Funktion haben wir den Monteur, weil er muss den Sensor nicht mehr mühsam ausrichten oder zusätzliche Montagevorrichtungen anbauen, hinschrauben und es funktioniert. Und letztendlich der Projektleiter, der sich natürlich da auch eine Scheibe von abschneiden kann und entsprechend Zeitersparnis hat über den ganzen Entwicklungsprozess oder Montageprozess hinweg. Und ich würde doch sagen, das ist das, wodurch sich Baumer auszeichnet, smarte Lösungen. Genau, alles in allem also ein super Beispiel für Plug-and-Play-Integration. Es zeigt, Sensor ist nicht gleich Sensor, auch wenn es das Datenblatt vielleicht nicht auf den ersten Blick zeigt. So können smarte Features, wie heute besprochen, Q-Target, den Arbeitsalltag unserer Kunden deutlich erleichtern.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf das nächste Mal.